Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Kennst du diese Momente, in denen alles schwierig ist, aber du trotzdem nicht aufgeben willst? Genau darüber sprechen wir heute. Ganz realistisch, mit einer Geschichte aus dem Alltag und mit einem Wort, das du im Deutschen unbedingt brauchst. Trotzdem. Wenn du Deutsch nicht nur lernen, sondern auch fühlen willst, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du kein neues Video verpasst. Bevor wir über Regeln sprechen, lass uns erst zuhören. Vielleicht verstehst du am Anfang nicht jedes Wort, aber das ist völlig okay. Konzentrier dich einfach auf die Situation und geh jetzt mit mir in eine kurze Geschichte aus dem echten Leben. Ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die gerade vor einer Entscheidung stehen. Du siehst müde aus. War der Tag wieder stressig? Ja, total. Alles ist schiefgelaufen und ich wollte eigentlich früher nach Hause gehen. Und warum bist du trotzdem geblieben? Weil das Projekt wichtig ist. Ich war erschöpft, trotzdem wollte ich es fertig machen. Ich kenne das Gefühl. Man ist nicht motiviert, aber man macht weiter. Genau, ich hatte Kopfschmerzen, trotzdem habe ich noch 2 Stunden gearbeitet. Und jetzt? Bereust du es? Nein, eigentlich nicht. Es war anstrengend, trotzdem bin ich jetzt zufrieden. Vielleicht hast du die Geschichte gut verstanden. Vielleicht sind dir einige Wörter noch nicht ganz klar. Das ist völlig normal. Genau deshalb schauen wir uns jetzt gemeinsam die wichtigsten Wörter aus dem Dialog an. Ganz ruhig und Schritt für Schritt, damit du sie sicher benutzen kannst. Trotzdem, etwas passiert, obwohl es schwierig ist. Beispiel: Ich bin müde, trotzdem arbeite ich weiter. Erschöpft. Sehr müde sein, weil man viel gemacht hat. Beispiel: Nach dem Tag bin ich erschöpft. Anstrengend. Etwas braucht viel Kraft und Energie. Beispiel: Die Arbeit war anstrengend. Motiviert. Lust und Energie haben, etwas zu machen. Beispiel: Heute bin ich motiviert. Unbedingt. Etwas ist sehr wichtig und sicher. Beispiel: Ich will unbedingt kommen. Jetzt, da du die Wörter kennst, lass uns sehen, wie sie im Dialog benutzt werden. Keine Sorge, wenn du noch nicht alles verstanden hast. Wir üben Schritt für Schritt. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Die wichtigsten Wörter werden im Text durch Lücken ersetzt und du musst sie wieder einsetzen. Du siehst müde aus. War der Tag wieder stressig? Ja, total. Alles ist schiefgelaufen und ich wollte eigentlich früher nach Hause gehen. Und warum bist du trotzdem geblieben? Weil das Projekt wichtig ist. Ich war erschöpft, trotzdem wollte ich es fertig machen. Ich kenne das Gefühl. Man ist nicht motiviert, aber man macht weiter. Genau. Ich hatte Kopfschmerzen, trotzdem habe ich noch 2 Stunden gearbeitet. Und jetzt? Bereust du es? Nein, eigentlich nicht. Es war anstrengend, trotzdem bin ich jetzt zufrieden. Super, du hast die Wörter geübt und die Lücken ausgefüllt. Siehst du, wie trotzdem in echten Sätzen funktioniert? Jetzt, wo du schon ein Gefühl dafür hast, schauen wir uns das Wort noch einmal genauer an. Diesmal aus der Grammatikperspektive. Mach dich bereit, es Schritt für Schritt zu verstehen und danach wirst du es ganz selbstständig benutzen können. Trotzdem im Alltag. Stell dir einen Moment vor, du bist müde, hast keine Energie mehr und eigentlich willst du aufgeben. Trotzdem machst du weiter. Genau dieses Gefühl beschreibt das Wort trotzdem.
Es verbindet zwei Gedanken, die eigentlich nicht gut zusammenpassen, aber im echten Leben sehr oft gemeinsam passieren. In der Geschichte sehen wir genau das. Jonas ist erschöpft, hat Kopfschmerzen und der Tag war stressig. Normalerweise würde man denken, dass er nach Hause geht. Trotzdem bleibt er und arbeitet weiter. Mit diesem kleinen Wort zeigt er, dass er etwas tut, obwohl es einen guten Grund gäbe, es nicht zu tun. Trotzdem hilft uns also, einen Gegensatz auszudrücken. Erst kommt eine schwierige Situation, ein Problem oder ein negatives Gefühl. Und danach zeigen wir, die Handlung passiert trotzdem. So klingen unsere Sätze ehrlich, realistisch und sehr nah am Alltag. Deshalb ist trotzdem ein wichtiges Wort für Gespräche im echten Leben. Es zeigt Stärke, Verantwortung oder einfach die Entscheidung, weiterzumachen, auch wenn es nicht leicht ist. Wie benutzen wir trotzdem? Jetzt üben wir trotzdem in ganz normalen Alltagssituationen, so wie sie dir wirklich passieren können. Hör auf den Gegensatz in jeder Frage und Antwort und darauf, wie natürlich der Satz klingt. Du hast schlecht geschlafen. Bist du heute zur Arbeit gegangen? Ja, ich war sehr müde. Trotzdem bin ich zur Arbeit gegangen. Du hattest keine Lust zu kochen. Was hast du gemacht? Ich war unmotiviert. Trotzdem habe ich etwas Einfaches gekocht. Das Treffen war spät. Bist du lange geblieben? Es war schon sehr spät. Trotzdem bin ich noch geblieben. Bei allen Antworten hörst du das gleiche Muster. Zuerst kommt der Grund, warum etwas eigentlich nicht passieren sollte. Und danach zeigt trotzdem, dass die Handlung trotzdem gemacht wurde. Genauso benutzt man dieses Wort im echten Leben. Ruhig, ehrlich und ohne komplizierte Grammatik. Danke, dass du bis zum Ende dieses Videos dabei warst. Jetzt, wo du die Wörter geübt hast, die Lücken gefüllt und sogar die Grammatik gecheckt hast, kannst du trotzdem sicher in deinen eigenen Sätzen benutzen. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mit einem Like und schreib mir deine Beispiele mit trotzdem in die Kommentare. Schreib in die Kommentare, ich benutze trotzdem in meinem Satz. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Und teile das Video mit deinen Freunden, die Deutsch lernen. Wenn du willst, schau dir auch die vorherigen Lektionen nochmal an, damit du alle Wörter und Strukturen festigen kannst. Deutsch lernen macht zusammen noch mehr Spaß. Like and subscribe.